Herzlich willkommen zum EMIFLY Car Review vom neuen Kia EV6 Facelift. Der EV6 hat auf 2025 ein Facelift bekommen mit ein paar zusätzlichen Verbesserungen. Die Ausstattungen gibt es Air, Earth und GT-Line. Vor uns GT-Line mit ganz neu den Star Map Lichtdesign, das wir ja schon vor ein paar Wochen im Kia Sorento gesehen haben. Die GT-Line mit bis zu 24 Abblendbereich über die ganze Front hin. Das heisst, im Volllicht kann er bis zu 24 Bereiche an- und abschalten. Das Lichtband zieht sich neu über die ganze Front rein, da aber recht dünn und dezent, was mir sehr gut gefällt. Weiter unten hat sich auch etwas da. Die aktiven Lufteinlässe sind jetzt eher so ein bisschen linienförmig, anstatt so die Klima, die wir im Vorgänger hatten. Auf der Seite hat sich jetzt nicht so viel verändert. Wir haben ein paar neue Designs für den Felgen, jetzt im Winter mit 19 Zoll, sonst 20 Zoll. Was ich aber immer muss sagen, auf der Seite finde ich eines der schönsten Formen, die wir haben, so im Crossover-Bereich. Ich finde vor allem die Linie von der Zierleiste bis auf zu den Heckleuchten mega schön. Hinten hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Wir haben einfach wieder die Star Map Designlichter hinten, die wir schon vorne haben. Kofferraum technisch ist auch alles gleich geblieben. 490 Liter, wenn die Sitze oben sind, und 1290, wenn alles runtergelegt ist. Aber nach wie vor tiptop grosser Kofferraum, natürlich elektrisch. Unter dem Kofferraumboden hat es Platz für die Ladekabel und die Warnweste. Hinter dieser Ladeklappe verbirgt sich die 800 Volt Ladetechnologie, wo du 258 kW Ladeleistung hast. Der Kia EV6 ladet von 10% auf 80% in 18 Minuten. Währenddem du die neuesten Infos über die steigenden Benzinpreise kannst lesen, das neueste auf einem YouTube-Video schauen oder sogar einen kurzen Powernap machen auf den Relaxation-Sitz. Das Auto hat eine Vehicle-to-Load-Technologie, das heisst, man kann da auch mal den Elektroscooter oder das Camping-Equipment anstecken und somit sein Zeug laden. Zusätzlich hast du eine Reichweite wie der GT-Line von WLTP 522 km. Wenn du den Heckantrieb nimmst, mit Allrad hast du weniger, mit dem Heckantrieb kannst du bis zu 580 km Reichweite haben. Realistisch ist es wahrscheinlich eher so bei 450. So, dann zum Innenraum. Als erstes mal hinten. Geht die beheizten Sitze rein tun. Es ist ja so kalt, haben wir zum Glück auch hinten. Wie hocken wir? Sehr angenehm. Ich finde, die Sitze vorne sehen mega schön aus von hinten. Wir haben vorne also wieder so ein bisschen Flugzeug-Style Ablagefläche da. Wir haben einen flachen Boden, oder, wegen dem Elektroauto. Sehr eine konventionelle Mittelkonsole, wo man Cupholders rein und raus lassen kann. Ich habe die Möglichkeit, die Sitze hinten zu lehnen. Die gehen relativ weit hinten. Das heisst, ich kann da wirklich sehr bequem liegen. Das Problem ist einfach, dann habe ich langsam mit der Kopffreiheit ein das Problem. Aber ich bin jetzt nicht klein mit 1,88, aber das ist wirklich nicht angenehm. Und selbst wenn ich gerade hocke, komme ich leicht oben an. Aber so kann man es aushalten. Wir haben Meridian Soundsystem in der GT-Line bis zu 14 Speakers. Wieder hinten, wie wir im Kia Sorento schon gesehen haben, USB-C-Lademöglichkeiten am Sitz. Ansonsten hinten wirklich ein angenehmer Ort zum Sein. Ich sehe trotzdem super vor, habe auch ein bisschen Licht von den Scheiben, die wirklich bis runter gehen, was ich wirklich sehr nice finde. Aber jetzt gehen wir mal vorne schauen. Im Interieur hat sich auch ein bisschen etwas da. Wir haben jetzt neu so ein Bicolor-Design beim Lenkrad und auch bei den Sitz. Neu in der GT-Line mit dem 3-Speicherrad, mit dem asymmetrischen Kia-Logo, was mir sehr gut gefällt. Der Drive Mode Select finde ich auch sehr gut. Der ist gerade da auf dem Steuerrad. Das heisst, ich kann gerade so kurz fahren, wie Drive Mode wechseln und muss nicht irgendeine Hand vom Steuerrad nehmen. Das finde ich super. Alles zum Bedienen sind effektive Knöpfe, keine touch-sensitive Knöpfe. Wir haben das grosse Display, also 2 Displays, aber das sieht aus, als wäre es ein Teil für den Fahrer mit allen Fahrinformationen und rechts mit der Infotainment-Funktion. Unten, wie im Kia Sorento, haben wir die Touchbar, wo man das Klima und sonstige Shortcuts einprogrammieren kann. Unten auf dieser schön fliegenden Mittelkonsole haben wir die Einstellungen für gekühlte Sitz, geheizte Sitz und Lenkradheizung. Fahrer und Beifahrer natürlich. Start-Stopp-Knopf, Gangwahl und da haben wir noch neu, also einen Fingerprint, wo man dann auch das Auto könnte starten, wenn man den Schlüssel nicht dabei hat. Mit dem Kia Digital Key wird das gehen. Und natürlich auch, um seine Profile einstellen, kann man nicht den Fingerprint brauchen. Da hinten haben wir jetzt eine 15 Watt induktive Ladeschale. Und ansonsten, was ganz cool ist, finde ich, wo sich jetzt Kia echt einen Schritt vorwärts gemacht hat. Was im Kia Sorento das grosse Problem war, ist die Touch- oder die Piano-Lack Hochglanzflächen. Die sind jetzt alle brushed. Das heisst, überall dort, wo man hinlangt, haben wir viel weniger Fingerabdrücke.
Je nach Ausstattungslinie kann man noch ein Panoramadach konfigurieren. Es ist jetzt nicht das grösste Panoramadach und ich weiss nicht, ob das wirklich einen grossen Unterschied für die Helligkeit bringt. Aber wenn man im Sommer doch mal mit dem Top offen fahren, kein Problem. Das Infotainment ist wirklich sehr klein aufgebaut. Es reagiert alles super. Ich kann alles über die einzelnen Apps hier auswählen. Zu den Einstellungen, wir haben wirklich jedes erdenkliche Fahrassistenzsystem drin. Also wir haben Smart Cruise Control mit dem Autobahnfahrassistent. Zusätzlich tut er auch noch automatisch die Spur wechseln, wenn man das will. Er hat überall Sensoren für Sicherheit vorne, Sicherheit Querverkehr und so weiter. Er hat auch Fahreraufmerksamkeitswarnungen. Das heisst, wenn man irgendwie mal abgelenkt ist oder doch vielleicht mal Sekundenschlaf hat, oder sofort reagieren und einem warnen. Tempolimit-Einstellungen. Ja, mit der Warnung, die wir jetzt kennen seit dem neuen Auto, kann man aber vom Lenkrad abstellen. Das heisst, wenn das erste Mal piept, lang auf den Knopf da beim Lenkrad drücken und nachher ist es abgestellt. Das heisst, man muss nicht ins Handy. Bevor wir fahren, möchte ich noch die vielen Ablagemöglichkeiten zeigen. Unter der Klappe haben wir ein sehr grosses Fach. Da vorne haben wir wieder Getränkehalter. Plus hier ein riesiges Fach, um mal Handtaschen oder so rein zu tun. Da vorne haben wir wieder 12 Volt Anschluss plus zusätzlich noch USB-C. Was ich cool finde, beim linken USB-C-Anschluss kann man wählen, ob er nur laden oder auch mit dem Infotainment verbinden. Das heisst, wenn man einfach wirklich nur laden will und nicht irgendwie ein fremdes Bluetooth-Gerät drin haben, kann man einfach umstellen, den Knopfdruck. Wie fährt sich der neue EV6? Mal testen darf. Gerade beschleunigen auf 80. Ja, hat definitiv genug Power in der GT-Line-Version. Die 300 PS oder über 300 PS lange Führung. Was auffällt, er ist ein bisschen weicher geworden wie der Vorgänger. Und das ist auch bewusst so. Kia hat gesagt, der ist komfortabler wie der Vorgänger. Was ich jetzt so unterschreiben würde, sie haben vor allem auch noch Sachen gemacht bezüglich Lautstärke. Sie haben mit diesem Material verwendet, so vielleicht weiss ich, der Radläufe, was das Ganze ein bisschen ruhiger macht. Sagen, wenn man keinen Motorensound hat, ist es wirklich ein sehr ruhiger Ort zum sein. Die Lenkung ist sehr weich, für viele vielleicht ein bisschen zu weich, die sich an alte gewöhnt sind. Aber das Auto ist wirklich zum Langstrecken-EV geworden. Oder? Vor allem mit der Schnellladetechnologie sehe ich das echt, dass man mit dem gut längere Strecken fahren kann, auch trotz der Pause, die man machen mit dem Laden. Wenn die 18 Minuten an einer Raststätte kurz rausnehmen, einen Kaffee trinken, vielleicht auf die Toilette gehen, dann sind schon 18 Minuten vorbei. Oder? Und in dieser Zeit hast du wieder 400 km Reichweite rausgeholt. Das ist wirklich kein Problem und das ist auch dann bei einem längeren Roadtrip nicht das Hindernis. Oder? Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht wahnsinnig direkt, auch wenn ich da in Sportmodus schalte. Die Gasannahme ändert sich ein bisschen, also er reagiert noch mal ein bisschen schneller, so zack, ist zackiger. Aber jetzt beim Lenken her schon eher nicht so direkt. Also ich muss jetzt da bei dieser Kurve schon schauen, dass ich da die richtige Linie verwünsche. Und er hat einfach ein bisschen Direktheit verloren im Vergleich zum Vorgänger. Aber ich denke, wenn das Ziel ist, ihn komfortabel zu machen, dann ist das auch so in Ordnung. Was kann man noch zu dem Assistenzsystem sagen? Die funktioniert wirklich super. Der Spurhalteassistent ist, trotzdem, dass er eigentlich nur ein Autobahnassistent ist, aber wenn ich den jetzt mal rein tue, da auf einer Landstraße, sind wir drinnen, plus ich tue Tempomat rein, bin jetzt einmal einfach zum Test halber auf 60 gemacht, damit wir ihn da nicht aus dem Konzept bringen. Also wir haben auch jetzt so eine Hands-on-Technologie im Lenkrad. Das heisst, ich muss nicht immer effektiv Kraft aufs Steuerrad einwirken lassen, damit er den Autopilot drinnen behaltet, sondern ich kann es einfach berührt haben oder muss meine Hände bewegen. Aber jetzt auf dieser Landstraße, da haben wir jetzt gerade ein super Beispiel, eine engere Kurve auf einer Landstraße. Klar, ich fahre nur 60, aber trotzdem, das ist für viele wäre das jetzt ein Problem. Souverän, wirklich souverän gelöst. Jetzt gerade eine Rechtskurve angehängt, die ist ein bisschen enger. Okay, das ist impressive. No Problem, wirklich no Problem, hat er super gehabt. Also kann man auch mal auf der Landstraße einsetzen. Jetzt mit 80 würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht probieren. Was ich noch anhängen muss bezüglich Sitzkomfort, die Sitze sind wirklich sehr bequem. Auch mit der Sitzheizung brutal schnell warm geworden. Also da kann man definitiv nichts dazu sagen. Und wie auch schon im letzten Kia, den wir reviewt haben, alles fühlt sich wertig an. Oder? Die Knöpfe fühlen sich gut an. Auch das Drehrädchen ist solid. Oder? Es gewackelt nicht. Die Knöpfe sind angenehm zum Drücken. Also so in der Haptik, das hat Kia definitiv im Griff und es wirkt alles sehr hochwertig. Jetzt würde mich wirklich noch interessieren, was ihr für eine Version würdet wählen würdet. Man kann ein bisschen Kompromiss machen zwischen Performance und Reichweite. Sprich, wenn man den Allrad und die höchste Performance will, büßt man ein bisschen Reichweite ein. Wenn man einen Heckantrieb nimmt, hat man da noch ein bisschen mehr. Ich glaube, fast 60 km mehr Reichweite. Also würde uns noch interessieren, was ihr für eine Version würdet auswählen würdet. Schreibt es doch mal in die Kommentare.
So, was kann man abschliessend zum EV6 Facelift sagen? Ich bin der Meinung, die Verbesserungen, die gemacht sind, sind sehr gut. Er hat noch mal ein bisschen einen sportlicheren Look bekommen und er ist vor allem komfortabler geworden, was sie versprochen haben. Preislich starten wir bei der R-Version bei 49'000 Franken aufwärts. Die GT-Line, wie wir sie hier haben, starten wir ab 67'000 Franken. Und wenn du noch ein bisschen mehr Wumms willst, musst du zum GT gehen, der um die 75'000 Franken aufwärts ist. Für wen ist das Auto geeignet? Vor allem Leute, würde ich sagen, die noch nie ein EV hatten, weil mit dieser komfortablen Ladezeit finde ich ihn auch auf längeren Strecken tiptop. Und ich glaube, das ist so ein guter Start, wenn man jetzt noch nie ein EV hat, auch dass es ein bisschen von der Einfachheit akzeptabel ist. Das war vom Car Review. Abonniert den Kanal und schaut nächste Woche wieder rein.